And here we're talking to each other. Yes. Yes. I'm your English teacher. Yes, I'm helping you to achieve your English goals. I know your name, but what's your name for the listeners? Amina. Yeah. What's your last name again? Abderrahman. Oh, yes. There is also the Abdurrahman in our class. Wir haben den gleichen Told me. Well, yeah, you say it's the same, but it's a little bit different still. It's a little bit different because, well, he says Abdurrahman. Ja, bei mir auch. Abdurrahman, aber es ist richtig eingedeutscht halt. Also okay. Deswegen wurde es Abderrahman. Okay, also Moment. I say Abdurrahman, but it's not that. It's Abdurrahman. Abdurrahman. Oh, what? Say again. Abd. Al-Rahman. Oh my goodness. Al-Rahman. Ja, Abdurrahman. Abdurrahman. Ja, fast. Fast. Ja. Okay. Aber besser, ja. It's very interesting. I like it. I feel, when I speak like that, I feel very exotic. I feel, we love to talk about exotics, but, you are here and I am here. I'm from Jamaica and you're from? Algeria. But, I am surrounded by exotics. For me, the Germans are exotic. Don't you think so? I don't know what you really mean with exotic. Exotic means different from the usual. Exotic, it's actually quite loaded, and it's, rightfully you're careful about that. But it's just a little joke I make, People like to call me exotic, but, as far as I'm concerned, I'm surrounded by exotics. Hello, my name is iAntonio Patterson, and I would like to welcome you again to yet another episode of the English Coach Podcast, where I attempt to add a splash of color and life to your learning experience by inviting you to live the language. The show is self-sponsored and independent and offers you immersion into the language in a fun and interesting way. In today's episode, I will take you on a learning journey. One which gives us privileged insight into the shared learning experience from 3 perspectives. In today's episode 79, it's all about a celebration of the learning journey of real course participants who were themselves generous and brave enough to speak candidly on the European Day of Languages 2022. This episode today shall also be punctuated with the learned insights of special guests, namely Annika Kriegsheim and Uwe Müller, qualified and experienced educators in the fields of clinical psychology, pedagogy, mechanical engineering, and, as we say in German, Schulleitung und pädagogische Leitung. These intermittent insights, weaved randomly into the fabric of this episode, were gathered in parts on a separate cover and might themselves feature in full in later episodes. Code switching between my native language, English, and my second language, German, will feature prominently, so brace yourselves. An authentic, self-sponsored approach also means finding peace with imperfection in parts. Not all the recording circumstances were ideal for this episode. For that, however, you can take comfort in the thought that what you are about to hear was neither scripted, censored, nor in anyone's special interest staged for effect. The English Coach Podcast Living the Language is still not really about grammar puzzles and free lessons, but on the contrary, is intended to inform, educate, and entertain around the topic in a way less abstract and more authentic way from the lived experience of people. I'm still committed to doing proper justice to my guests and to you. Everyone here speaks from the wisdom of their own experience, for themselves, and we are, in true human fashion, allowed to change our minds. My preferred approach here is to freely converse with ideas in a non-scripted way, and to present you with more meaningful, long-form content that you can download for free, listen to, pause for reflection, and revisit in your own sweet time.
This episode, like all the others, is presented to you in association with iAntonio.media and from the official show page at www.englishcoachpodcast.com. You can subscribe with your preferred podcast player, like, comment, and share the episode as you wish. On the show notes page for episode 79, you can also find fuller credentials of all the show guests, all the associated links, exclusive videos, photos, feedback channels, and the like. So then, without further ado, on with the show. All right, now the reason why we're here today is because we're doing something really nice for European Day of Languages. And I thought it would be a fun thing to do to just ask you guys if you have any differences, yes, strong contrasts between your own language or a native language and the language you're learning. That could be English or German. I purposely decided to do that because, on days like this, where most people would be probably looking for similarities, things that bring the languages closer, make the languages seem the same. But, you can also learn from differences. And there are some strong differences sometimes. So that's why I wanted you to just think about 1 or 2 or 3 strong differences between the language you speak and German or English. Have you thought of some? Yes, I have some. I have some differences. Yeah? Yes. Okay. So would you like to start? What's the first major difference you have? The first difference is that in Arabic there is a form of dual. It's also ich werde es jetzt auf Deutsch sagen, die Form für 2 Personen oder 2 sachliche Dinge. Also zum Beispiel man sagt Siyaratan, also 2 Autos. Wir sagen 2 Autos, aber bei uns ist es Siyaratan, also es wird hochgesteigert, also dass es 2 Personen sind. Also 2 Sachen sind 2 Autos. Oder zum Beispiel, wenn es 2 Personen sind, dann sagt man, die essen gerade. Wir sagen, Hatani yakulani. Also die beiden, weil ich Hatan gesagt habe, bedeutet, das sind 2 Mädchen, die gerade essen. So, again, you would say, how would you say 1 girl or 1 woman? Fetet. Girl, fetet. 1 girl ist fetet. And 2? Feteten. And 3? Fetayet. Ah, okay. And there's more? If you go to 4, what happens? Also fetayet. It's just for 1 person. Then there is a form for 2 person. Yes. And from 3 person, it's be a plural. Ah, so there's like a singular, like 2 plural. 2 Singular, and plural. 2 and plural. Thank you very much. Now I understand what you mean. That is very interesting. I haven't heard that yet. And it's for persons and for things. That's very nice. Thank you for that. All right. Now, is there any other difference that you know or you want to talk about? Yes, just like words. In Germany, there are many words that are written together. And they have, when you spell them, you have 2 meanings. And like Schlafanzug, and there is Schlafen und Anzug. Anzug, yes. Schultasche is Schule und Tasche. And in the Arabic, there is no word that's written together. Okay. We have Mahfadat Madrasa and it's written, also nicht zusammen. We have School alleine und Mahfad, also die Tasche wird dann auch alleine geschrieben. I like German that way because it's, you have single words. I like it. It's practical. You can put them together. You end up with long words, of course, but it's kind of fun to me. So
That's another clear difference. Thank you for that as well. And just to repeat, if I understood you correctly, there are no words that are joined up, like two words joined together to form one. One, yes. Oh, okay. All right. It looks though as if you had 3 things written down. What was the third thing there? The third thing is that in German we have articles, der, die, das. And in Arabic we have just La, also L. Und dieses L, it's written with female, masculine, and with things also. It's not a big deal like der, die, das. Yeah. It's just one article. And it's much simpler, I guess, no? Yeah. Well, in English we have, 2 or 3, a and an, and the. So a and an is the indefinite article, and then there's the, which is the definite article. So yeah, I guess English is then in that way more similar to Arabic. Yeah? Yes. Than yes, it is to German. Okay. Do you speak any other? Oh, you speak French as well. Yes, but not very, very well. Just basic. Just basic. Okay. All right. Yeah. Well, there are some other differences that I heard today between Arabic and German. Maybe even Arabic and German for the most part. But, these are new, so I'm just going to leave it there. I'm not going to ask you about what others said. Again, I thank you very much for taking part. Yeah. And I appreciate the fact that you gave it some thought yesterday and came today with 3 nice little pieces of info for everyone. Thank you very much. Kein Problem. Okay, Annika, it's so wonderful to have you here today. I am so proud. Ja, danke für die Einladung. Ne? Es ist auch nicht selbstverständlich, dass du mich hören willst zu dem Thema. Yeah, of course. I really do appreciate it. All right, so I would like to start with this, Annika Kriegsheim. Pleasure as we sit here in Berlin in one of our training rooms. I'm very excited to get into this topic, which should be presented in connection with the podcast we did on the European Day of Languages, where we focused on contrasts between languages. And first, I want to start with a quotation that you sent me. And, I think there's actually no better start in terms of, appreciating people for who they are. But without further ado, I'm just going to read it now. This quotation from Funk in 2020 says, "Every person we meet, every person we talk to has their own story. A story we will never fully comprehend because we haven't been a part of it. But even though their full story will never remain closed off to us, we must always be aware of it. We must always keep the existence of its unknown story in the back of our minds. This is our only chance to see a person in its complexity." Christian. All right, now I'm going to ask you a serious question, Christian. Yes, you're sitting in front of me, and you're actually one of the more talented speakers of English, if I might say so myself. And just for the listeners, tell us again, where are you from, Christian? I'm from Serbia, but I grew up in Sweden. Okay, Sweden. Yes. Sweden. And what brings you to this lovely institution? Why are you here? Well, I'm gonna start with Germany because we had troubles in Sweden. Mm-hmm. We basically, it was very serious. My mom did something and we got caught and we got kicked out of Sweden. So we moved here, 2 years. We visited my uncle and then we went back in Serbia. We chilled there for 3 years and then came back and officially wanted to start our life here. Mm-hmm. So we went to job center and so on. We were registered and now I'm here.
Okay. All right. Well, we don't have to go into so many details, but as far as thank you, that was a little shock there for my system. But you are here to do your MSR, right? Yes. Good. And part of that is, of course, English, and that is how we kind of met each other. Yes. Yes, I am your Lernbegleiter or docent or trainer or whatever you want to call me. Yes. Right. So, why are we here today? Thank you for sharing. I appreciate it. We are doing a little thing for the European Day of Languages, and we are asking all the participants to just, share what they find to be strong contrasts between a language they know and the language they're learning. You can choose whichever one you want. I mean, I don't know if I should start with my personal language because it's like mixed and it's very complicated. Well, yeah, if it's too mixed, then, the more you mix, sometimes, some people say if you mix all colors of paint, let's say paint, physical paint, the color you get is black. But if you mix all colors of light, the color you get is white. So who knows what will happen from this mix? Now, black and white is contrast. That's exactly what we're talking about today. So you get to choose what is the strongest contrast. Everybody's talking about togetherness, but sometimes we learn from differences as well, and there are some differences. Yeah. So I want the differences. That's what I want today. Okay, well, of course, I have trouble explaining my language, but it's like a mix of Romanian and Serbian, and then a little bit of every language, I guess. But it's very rare, and everyone who knows our language is basically family to us. And it's hard to because in our culture, we need to marry as soon as 20 years. Mm-hmm. So you need to find the right person who isn't family and then go on. So that's very rare. And of course, we choose our culture, our language speakers. Mm-hmm. And there's always different ones. Like, for example, if I say, how are you doing? In my language, it would be socerea. But for other families, it will be socerea. So it's very rare and different. So remind me, tell me exactly what that language is. It's not Romanian, is it? It's a bit of Romanian because when I hear the Romanian language, I can understand a little bit. Mm-hmm. But it's way different. So these strong contrasts that I want to experience, they already exist within your language. So are they dialects, and is there a standard? One standard and many dialects, or are there just many dialects that none is dominant? I don't think nobody is dominant in that language, but I think it had its own land, but it got destroyed and now it doesn't exist anymore. So we moved to Serbia, and there's a little part that everyone Romanian lives there. Mm-hmm. But we, in our culture, we call it Romanian. Of course, there's another land, Romania, but we ourselves call us Romanians. Romanians, okay. And the language, just to be clear for the listeners, I mean, I asked if it's Romanian, and you said it has roots. Yes. But tell me, what is it called? It's Romanish. Romanish. How I say it is Bacera Romane. Yeah. Romane. So it is Romanian. Yeah. Okay. It's called Romanian, but it's a mix of that and Serbish. So let's say your mother tongue is a mix. Yes. Okay. All right. So fine. Of course, when I say I'm from Serbia and somebody in my class says, "Hey, I'm from Serbia too," Mm-hmm. I'm gonna have trouble understanding them because I don't know Serbish. Okay. That's interesting because I met a lady the other day. She said she is for Sorbisch in German, I think. I don't know what that means. It's in a place called Spreewald. In that region, there's a small group of people who were well defined as a group, but they didn't stay together for whatever reasons of war, history, whatever, and they're trying now to redefine themselves as a unit.
But, I'll have to learn more about it. But I'm sure she said Zorbish. That sounds interesting. Yes, it sounds very interesting to me. I thought she was probably from where you're telling me about now. But now, not. There's so many different ones, like, for example, mine, hers, and now everyone from Serbia is coming here. Yeah. And there's a mix now. It's just all mixed now. Maybe that's why you have that mischievous look on your face, because you're a piece of everyone. But, you still haven't told me any contrasts. Give me a contrast between your language and the German language or English. I just need one. A contrast. A big difference, like something having to do with intonation or word order or gender, how you use adjectives and adverbs or auxiliaries, for example. Do you like or you don't? Or do you use the sein form or not? Okay, so all of that doesn't exist in our language. Like, the difference between English and German is very high enough, but between my language, Romanish, those both don't compare, because this one is very low. There's no such thing as like zi, du, es. It's just you. So if you talk to somebody, you. And if you see a couple like there, you. How do you say it? It or dva. Okay, so that has one. But it works the same. For example, like if I see a boy, we say it. And then if I see a cup, odva, it. So basically, odva manush. It's the same. That person. Odva chai, that cup. Okay. What about gender? Give me an example. Like, I don't know. Der, die, das. I mean, of course, there's just man and woman, like masculine form, female form. Yeah, that's basically it. You have it as well. Okay, well, that's not a contrast. What about how you use the auxiliary? For example, are you hungry? Do you like water? Yeah, the do and the are. Is it this? Do you use that's an auxiliary? Or let's say, are there people waiting? Are is the auxiliary. Do you like vodka? Do is the auxiliary. Do you have that? Okay, so that depends. I don't think we have that. It's like, for example, when you say one word had two meanings, that's basically our language. Like, do you like, do you want, or like, what was the other one? Do you like, do you want, do you do? Yeah, that's all the same word. So like, mangia, willst du? So like, if you want, do you want, do you like vodka? Do you like, do you want? Mangia vodka? Do you want, do you like, and do you do are the same word? Yeah, mangia. Thank you for that. I think we can end the show right here. Thank you very much. I really like that one. Yeah. Thank you, Christian. I'm going to just tell you this first. I wish you all the best. We have to keep this short. Maybe we can do this again. But, you are one of the more driven students. I want to give you that. You're also strong in English and a good example, I think, for the other students. So, please keep it up and bear with us. And I wish you all the best, sir, with your studies and everything. Yeah, I'm trying to learn my accent more, because I can't really pronounce words. And because of my braces, I need to take them off. Yeah. But thank you for everything. Just interrupt. And if there's anything at all that I need to change, do differently, don't be afraid to leave feedback, and you can always say, moment mal, Mr. Man. Yes, I do not understand. Yeah? Yeah. You can always do that. I understand everything. Okay, From fantastic. all your lessons are really easy, understandable, and very helpful. Okay, well, I hope they're not too easy, but understandable for is me, good. Thank you. Course. Well, yes, of course. I like to hear structure. I like to hear methodology, and so on. Yes, but I would like to see more like hard. Like, of course, we did passive now. We did that for like 2 weeks, I think. The passive is hard. Yeah, and most people, you have it. You know, you have it. I know. I understand the others, so like I have to wait for them to catch up, and then. Yeah. But I would like to see harder stuff. Yeah. All right. Well, if you can. But the thing is, the sad thing, I have to find a balance between who knows not so much as you and who is actually, you're a very talented linguist. All right. Thank you, man. Yeah. And, when you go, just ask anyone who else wants to come in. They can just come in and we can just do the same thing. Thank you. Okay, Thank you very much.
Now, very deep indeed. And I can recognize some of the attitudes and values that are in this statement. But, I'm going to ask you immediately, why did you choose this comment? Or this quotation, rather? Also ich versuche nicht sehr weit auszuholen, aber ich denke, dass es ein Ideal ist, was wir im Alltag gar nicht wirklich erreichen können. Ja, also wir ärgern uns über Leute, wir haben alle unsere Vorurteile und Stereotype. Und auch wenn wir es versuchen, können wir da nicht rauskommen. Also automatisch das Gehirn tut das und häufig brauchen wir das. Aber so als Grunddemut, als Grundlebenseinstellung finde ich es sehr wichtig. Und auch wenn es sehr pathetisch klingt, ist es doch die Wahrheit, dass ich am Anfang meines Psychologiestudiums ein Praktikum gemacht habe in der Psychiatrie, wo Leute wirklich in extremsten Notlagen waren mit schweren Persönlichkeitsstörungen und das Privileg hatte, einer Psychotherapiesitzung beiwohnen zu dürfen, also dabei zu sein. Die Patientin hatte zugestimmt und erzählte eine Situation, wie an der Supermarktkasse jemand harsch zu ihr gewesen war. Also war nicht freundlich und sie erzählte ganz lange, was das in ihr ausgelöst hat und dass er ähnliche Worte gebraucht hat, wie der Vater immer, als sie klein war. Und das hat sie also wochenlang beschäftigt. Das hatte eine ganze Psychotherapiesitzung, 50 Minuten gebraucht und immer wieder kam sie an den Punkt. Und tatsächlich hat mich das nicht in meiner Persönlichkeit, aber in meiner Art und Weise, wie ich versuche, mit Menschen umzugehen und vorsichtig zu sein, sehr verändert, weil ich gedacht habe, so schnell passiert das. Ja, ich bin schlecht gelaunt, du bist schlecht gelaunt und es ist einfach nur ein Satz und der kann, weil du die Geschichte des anderen nicht kennst und genau das falsche Wort sein, so viel auslösen. Und das bedeutet nicht, dass ich permanent gehemmt bin, wenn ich mit anderen interagiere, aber dass ich im Hinterkopf habe, wie schnell es geht und dass wir nicht wissen, wer uns gegenübersteht. Und das ist aus meiner Perspektive nichts, was einem Angst machen muss, sondern was einem das, sage ich jetzt nochmal, man muss dann nicht sehr vorsichtig sein, aber demütig sein, dass man im Grunde nicht weiß, was den anderen beschäftigt und was er erlebt hat. Also ich kann auf jeden Fall mal bestätigen, also was für ein Gefühl ich habe. Ich habe auch ein Privileg, mit dir arbeiten zu dürfen und ich kann ja auch schon bestätigen von meiner eigenen Erfahrung, mein eigenes Erlebnis. Ich fühle mich auch als Mensch wertgeschätzt hier, das kann ich auf jeden Fall sagen, auf jeden Fall. Und ich erkenne schon, dass du mich auch als Mensch siehst. Ja, es gibt dann natürlich dann bestimmte Charakter von unserer Arbeitsbeziehung, aber ich merke schon, dass es gibt bestimmte Grenzen, die da sind, die ganz klar sind und ich kann die auch respektieren und leicht dann, also sehr gut in Betracht ziehen. Diese Grunddemut, die du erwähnt hast, das kann ich ja auch erkennen, ja. Das ist ja auch gut, Demut an sich hört sich ziemlich demutig an, aber also ich meine positiv gemeint, ja, das ist dann, sag mal so, eine Akzeptanz, dass wir sind auch alle Menschen, wir sind alle würdig, wir haben auch einen Grund, Respekt zu haben und respektiert zu sein und so weiter. Das respektvolle Umgang und so weiter, das habe ich auf jeden Fall mal gespürt. Es hat mich motiviert. Ja, so das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Deswegen hat es mich nicht so überrascht mit diese Quotation. Ja, es passt schön. Irgendwie zu unserer Arbeitsbeziehung. Also danke schön dafür. Okay, Nitya, it's so nice that you're here, and I made a special arrangement to have you share your experience with us for European Day of Languages. I'm very happy that you're here. How are you feeling today? I feel good. Fantastic. Okay, well, the thing is, most people, when they talk about different languages, they try to focus on the similarities. And you can learn from the similarities that your language, your native language has to other languages, or you can also learn from the differences. I'm interested in the differences. Okay.
Yeah. So I'm Where are you from? Tell the listeners where I'm you're from the Dominican Republic. Yeah. And our Spanish is different Different from? from Spain. In Spain, they have different Spanish. Yeah, in Spain they have a different Spanish. By the way, I forgot to tell you, you can speak both English and German. I make no apologies for anybody who can't deal with, jumping from English to German. It's a show for multilingual people, so feel free if you're struggling with one language, just jump into the next one. No problem. Okay, also in Spanien spricht man ja auch mehrere spanische Akzente oder so. Und unser Spanisch in der Dominikanischen, das sind Wörter, die man im Wörterbuch nicht findet, viele, die nicht so. Ja, ich war hier in einer spanischen Grundschule in Berlin und da waren dann halt auch die Lehrer aus Spanien und da musste ich mir auch ganz viele Wörter, die ich so und so kenne, auf einmal ganz anders sagen halt. Mir gefällt dieser Ausdruck nicht so wirklich, diese Straßensache. Es hört sich krass informell, ne? Aber offiziell, was ist die offizielle Sprache da in der Dominikanischen Republik? Spanisch. Einfach nur Spanisch, ja. Und die Regierung, die reden auch Spanisch und auch die ganzen Büros und so. Aber die sagen nicht, dass die Straßen Spanisch reden, oder? Nee, ich sag das, weil ich habe mich letztens mit meiner Schwester unterhalten. Und sie ist hier in der Oberschule und hat auch Spanischunterricht. Und sie meinte, dass die Spanischlehrerin gesagt hat, die sollen nicht so reden, das ist kein richtiges Spanisch, das ist eine Straßensprache. Verstehe. Und dann hat sie sich angegriffen gefühlt, weil sie meint, naja, das ist eigentlich meine Sprache, so rede ich. Ja, aber das ist die Sache, ich mag das Straßen nicht, weil es ist, als ob es ist herablassend und du tust dir selbst das an, sozusagen, wenn du es so beschreibst. Hast recht. Das finde ich nicht gut. Aber also es ist einfach anders, ja. Also es gibt ein Beispiel, zum Beispiel Portugiesisch, kommt aus Portugal natürlich, aber es gibt mehr Leute in Brasilien, die Portugiesisch sprechen, als in Portugal. Und ich weiß nicht, also wenn du mich fragst, was Standard ist jetzt, ist ja vielleicht Brasilianisch. Ja? Also brasilianische Portugiesisch. So. Das mag ich nicht so. Wenn du das sagst, dann ist es ja auch okay. Aber ich verstehe das hört nicht sich so. nicht gut an, ja. Ja. Ich meine, ich mag ja auch mein Spanisch. Ja, so, natürlich. Funktioniert. Sonst zu Sprachen finde ich, Spanisch hört sich immer so melodisch oder melodisch an. Und ich liebe die Musik, die spanische Musik. Ich höre eigentlich auch nur dominikanische Musik, ausschließlich. Früher habe ich Deutschrap gehört. Jetzt kann ich nichts mehr damit anfangen. Und ja. Okay. Also, ich hatte mal einen Kurs gemacht, es hieß The Rhythm of Language, ja, und das handelte sich wirklich um, Betonung. In Englisch würde man sagen Timbre, und das heißt wirklich, Englisch ist ein sogenannter Stress-Timed oder Syllable-Timed Language, das heißt, wie man dann dieses Rhythmus irgendwie einsetzt. Und Spanisch ist auch so ein, Deutsch ist auch eine, aber ein bisschen weniger. Und Deutsch klingt mehr hart. Ist ein bisschen, also klar, gut, also wir sind hier eigentlich, um Unterschiede zu diskutieren. Und ich meine, also Deutsch hat eine gewisse, sage ich immer, Präzision, das auch erwünscht ist. Ich finde es auch, also mittlerweile finde ich es ja auch schön manchmal, ne? Ist ein bisschen klarer, ein bisschen sachlicher. In Englisch zum Beispiel, das ein bisschen blumig sein kann ab und zu, da versteht man nicht genau was die wollen. Und also was Wahrheit betrifft und so, ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich wollte nur sagen, dass dieser Rhythmus, das du jetzt erwähnst, es ist nicht gerade unwichtig. Also wenn du dann vergleichst, wie du dich fühlst in Spanisch oder in Englisch im Vergleich zu Deutsch, beim Kommunikation, merkst du da irgendeinen Unterschied? Ich sag so, ich bin hier in Deutschland, seitdem ich 6 Jahre alt bin.
Und dann rede ich, wenn ich mit Leuten rede, die Spanisch können, dann rede ich gemischt. Ich rede mal Spanisch, Deutsch, ein Satz so, eins so, irgendwie. Ja. Und deine Gefühle, also fühlst du dich irgendwie, dass du das effizienter, sag mal so, deine Gefühle rüberbringen in Spanisch, weswegen du das so immer magst, oder wie? Ja, da fühle ich mich auch sicherer, wenn ich Spanisch rede, irgendwie, ja. Ja? Ja. Ja, ich will nicht sagen, was du sagen musst, aber ich ahne nur, was du sagen möchtest, weil also bei mir, ich spreche auch Jamaikanisch und das ist auch sehr melodisch. Wie hört sich Jamaikanisch an? Tja, so, was soll ich da sagen? Sag mal, hallo, wie geht's dir? I would say something like, also auf Deutsch sagt man, wie geht's oder was geht ab? In Jamaika would say, Wataguan. Wow. Ja. Bei uns que lo que. Que lo que? Ja, da hört man das schon ein bisschen. Hey, Da hört man, dass du lächelst. Weißt du? Und das ist die Sache. Ich weiß nicht. Am Anfang habe ich gedacht, in dieser Sprache kann man nicht flüstern zum Beispiel. Das war ganz am Anfang. Ne? Aber also auf Englisch gesagt, German is the language of poetry. Okay, why? Ja, Goethe, Schiller. Ja, stimmt. It's a language of poetry. So, also man braucht einfach ein bisschen Zeit, das kennenzulernen. Ja. Und vielleicht sind wir einfach noch nicht so weit. Ne? Vielleicht. Okay, so, Nitya, I met you about 2.5 months ago. Yes. Yes? And I am, or well, let's say you can call me your Lernbegleiter or Dozent or English teacher or whatever you want. Mm-hmm. But I'm also very excited to be here. I feel proud to be in this position, to be helping people to get there, whether it be MSR, EBBR, or whatever it might be. Feel really good. I get lots of energy from the class. The class you make it very good. the class love you. Well, you know, also, yeah, they love what they think is me. Yes. But I try. I get lots of good energy from you guys, and I have a genuine interest in your success, and I think you feel that I do care about your success, right? Yes. Yeah. What are your plans, and why are you here? I'm here because ich will mein MSA halt nachholen, was ich früher nicht geschafft hatte. Und ich finde das hier auf jeden Fall viel besser, die Lernatmosphäre, als in einer ganz normalen Schule, weil ja, die Lehrer sind anders. Es geht halt richtig darum, wir lernen jetzt das. Und ich möchte halt einfach eine Ausbildung, damit ich mir später eine gute Arbeit suchen kann und nicht als Putzfrau ende oder so. Ja, also nicht gegen Putzfrauen natürlich, ja, genau. Ne? Also Arbeit ist Arbeit, aber ja, so du hast Wünsche, so weitere Sachen, mehr oder große, besser Sachen zu machen. Was zum Beispiel? Was würdest du gern machen? Erzähl mal. Oh, das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage? Ja. Ja, es kann auch heißen, dass du nicht bereit bist, das jetzt zu beantworten. Aber wenn du sagst, okay, weiß ich nicht, ja, I don't know. Ich habe keine Ahnung. Willst du Ärztin werden? Was ich jetzt in meinem Kopf habe, ich würde gern am Computer von zu Hause aus arbeiten. Aha, okay. Die Mutter von meinem Freund arbeitet von zu Hause aus und schon seit sehr vielen Jahren und die geht's halt gut damit. Ja. Und ich finde es auch gut. Ich bin halt alleinerziehende Mutter und dann denke ich mir, von zu Hause aus arbeiten, das wäre doch perfekt eigentlich. Prima, ja. Ja, und magst du Computers überhaupt? Ja. Nicht wirklich. Noch nicht. Also es gibt ja auch ganz viele Sachen, die man machen kann mit Computern. Es muss nicht heißen Programmieren. Ja. Es gibt zum Beispiel, sag mal so, zum Beispiel du siehst eine Website, wie es sich bewegt, wie es aussieht und so weiter, was für Knöpfe da zu sehen sind und auch die ganze Artwork. Das ist dann Frontend, ja, also Programmieren. Das ist was anderes als
was dahinter steht. Das alles wirklich, also Ja, diese ja. Computersprachen und so, das ist ja was anderes. Du kannst ja auch mit Computern arbeiten oder Programme, irgendwie Sachen verwalten auch sogar, ohne dass du Programmierer Ja, stimmt. sein muss, ja. So, also gut, also du kannst es auch erstmal kennenlernen, dann mal sehen. Es gibt ganz viele Berufe, ne? Ja, die man auch, also arbeiten mit Computer heißt nicht, dass du programmieren musst. Nee, zum Beispiel die Mutter von meinem Freund ist Grafikdesignerin. Ja, sowas zum Beispiel. Das Sehr ist schöne Sachen. Frontend. Ja, das ist gut. Und was gut ist heutzutage, kannst du auch, natürlich kannst du ein Studium machen, du kannst ganz große Studien machen, du kannst etwas kleiner machen, es gibt Fachhochschulen, es gibt verschiedene andere Bildungseinrichtungen, es gibt Kurzkursen und so, und viele von diesen Computer sagen heutzutage, du kannst auch reinkommen, also auf die Schnelle mit kurzen Kursen. Ja, aber dein Hauptziel erstmal ist hier. Mein MSA. Ja. Okay, also ich wünsche dir alles Gute und ich gebe auch mein Bestes. Ja. Dankeschön. Und und ich kann ja auch sagen, da du hier bist, also die Leute, ich kann das mit Sicherheit sagen, dass die anderen Leute hier, die kümmern sich auch, die machen Gedanken, die machen das nicht nur, weil die das machen müssen. Ja, ich finde, ihr Lehrer, ihr seid alle toll. Man merkt richtig, dass ihr interessiert seid, dass wir weiterkommen oder dass wir das verstehen. Und zwar wirklich alle Lehrer. Das ist gut. Es ist gut, dass du das erkennst, ne? Weil dann fühlst du dich auch ein bisschen verantwortlich. Ja. Uns gegenüber so ein bisschen, ne? Verantwortlich. Ja, und hoffentlich bringt das auch ein bisschen mehr Motivation und so weiter und so fort. Also, Auf jeden Fall. Dankeschön. Ich danke dir. Bitte. Okay, Yin. Yes. It's nice to have you here. Thank you. I'm very honored to have you here as well because, we're doing something today for the European Day of Languages. The reason why I found it particularly interesting to talk to you is because, I've never had the privilege, or up until now, I've not had the privilege of interviewing anyone who speaks a Korean-based language. And what I'm looking for today, Yin, are strong contrasts between different languages and a learned language. So I'm assuming that the Korean-based language would be then your native tongue. Is that correct? Yes. Fantastic. So sometimes we focus quite a lot, and rightly so, on commonalities, things we have in common. But, truth be told, there are some differences, and that is why I want to focus on these differences today. We don't only learn from similarities, but sometimes we also learn from differences. So, it's fine to be different sometimes, right? Yes. So, I know you speak German quite fluently, and you speak English quite fluently. Yeah. Can you think of any strong differences or contrasts between your spoken language or your mother tongue and your learned German or English? Anyone you want? Well, the first very contrasting will be how the language is written, so how you write the language. And for English and German, it's the same A, B, C, D, but for us, it's a complete different thing. We write different. And how we speak and some pronunciation and English is just difficult for the most of the Koreans to correctly pronounce. And there is contrast between the languages. Oh, okay. Well, there are some other things, for example, yesterday I learned that in some Arabic language, they might not use the Zain form so much. So, for example, if someone says he is a teacher, they don't say is, they just say he teacher. Oh, yes. It comes from, it does happen. If you speak in a casual,
with other people, you often let out the subject. There are no subject. You just talk about that person or subject without actually mentioning. That just some verb, and then there's the object, and the subject just been left out. And because it's understood. It's understood. Yeah. I find that quite interesting. Another thing I found interesting, and I'm here just giving you examples. Yesterday, someone said to me, I think I read about it before, but someone said that the auxiliaries, for example, do you like cake? Do you like coffee? They leave out the do, which has the question function. So it's the question is expressed with intonation. So instead of saying, do you like cake? They just say, you like cake? And you know that it's a question from the tone of voice. Yes. That's a difference as well. Yes. As I said before, we leave this subject again. Instead, do you like a coffee? You like coffee? We just ask, like coffee? Do you like coffee? So, no, you. So we could say, do you like coffee? But we could just say, like coffee. Okay. Just as question. Yes. Well, you give me one difference already, which is, it's pretty obvious because it's how the language looks. You're not using Romanic letters. And do you write from the left to the right, or from the other way around, or from the top to the bottom? It's the same. How you write the direction is the same one as English. Yes. Are there any other differences? Maybe the masculine, the feminine. Do you have masculine and feminine genders in your language? Yeah. Well, that's also what I wanted to say. We don't have any genders. Wie man in Deutsch sagt, Artikel. Keine Artikel. So we just, there's kind of Artikel, and we just say the noun without any der. For plural, we just add just one word. So it's like, in most cases of English, you just add the S at the end, and it's the same for us. We just add the one word for plural everywhere. What is that one word? Dul heißt es. So it's Dul. Yeah. Oh, okay. For example, people is 사람. For plural people, we say 사람들. So we add just this dul, and then it's in plural. Okay. It's Understood. almost the same. Yeah. All right. So as I was saying, I'm not going to push you too much where this is concerned because I know it's a little bit stressful. Have you ever done a podcast before? No, never. Yeah? No. Okay. How does it feel? Yeah, it's my first time with this strange gadget, this micro and so on. It just makes me nervous, kind of. Yeah. All right. Well, just rest assured that, we're doing this for the school. And as I said, it's just particularly for this day. The school has absolutely no interest in doing anything strange with your voice. But, before you go though, how do you feel? I know you're here to do the MSA exam. However, how do you feel about all the subjects? I'm your English teacher, and I think you're a very good student. You're very diligent, and you seem to do all the exercises quickly, and you already understand quite a lot. Well, thank you. But what about the other subjects? How do you feel about that, and the support you're getting in the school and so on? Well, there aren't really that many subjects compared to other schools. But till now, it's been fairly going well for me. I can't say that there was any difficulties for me. Well, that's really nice. It's easygoing, will I say. It's easygoing. Yeah. All right. And what about your classmates? Classmates, they're all nice, and well, there aren't really that many people who are very talkative. I would say they are more like being alone and so on. And well, but I do have my friends, and I do keep contact, and well, it's nice. Well, thank you for that. And again, thank you for the contribution to this little event we're doing for European Day of Languages. And as your teacher, I do wish for you all the best. Thank you. I hope you achieve your goal, and that at the end of the day, you haven't lost your mind or anything like that. If it's easy going, then I'm sure you won't. Yeah.
You are now listening to the English Coach podcast, where I attempt to add a splash of color and life to your learning experience by inviting you to live the language. Self-sponsored and independent, the show offers you immersion into the language in a fun and interesting way. The show is for anyone who likes it, but as a language trainer and coach, this is also where I help you to help yourself, not only to learn, but also to hold on to the things you've learned. The English Coach podcast takes my usual relaxed, accessible, human approach to your learning experience and, by definition, celebrates the virtues of diversity and inclusion, real people, real themes, and personalities from wherever you are. This is not a formal lesson, it's a show. But if you are interested in supporting the show generally or simply in getting involved, do it direct. And feel free to head on over to www.englishcoachpodcast.com. Share the show with a friend and like it if you like it. Or if you like it a lot, keep it all to yourself and simply sign up to join my private listeners group. As an independent podcaster, it is important to me personally to at least try to protect the integrity of my own content, and to resist as much as I can being co-opted into anyone else's ads-driven paradigm, together with all the other stealthy violations of your privacy and mine. Signing up directly means that absolutely no third-party app downloads are necessary. It means that if you so choose, you can get all the episodes sent to you directly by mail, private and ad-free, the way it was meant to be. So then, without further ado, on with the show. Ali Diab. Yeah. Thank you so much that you're here today. Thanks. Yes, I really appreciate the fact that you came. And I will admit to you that you're actually one of my most engaged students. Yes? Thanks. Yeah. I appreciate that. And you also have a good grasp of the language. You have a feel for it. And I expected that because you told me on the very first day that you are a musician. Yeah. Yeah, I will never forget that. Yeah. All right. Well, the reason why we're here today is because today is the European Day of Languages. And our plan for today is to, in the school BGI, to just have a few activities for everyone. And in different rooms, we have different games. I'm sure you've seen in the next room or the room next door, there is Sprachcasino. Yeah. There is your special word in the language. There is, an overview of the many different languages in Europe. So there should be a presentation going on. And there is the native languages and the influence of other languages, I think, on the German language. Richtig, ja. I'm inviting you to think about a language that you know, which could be, let's say, your native language. And you've learned German. You are well on the way to becoming a very fluent English speaker. And I'm looking for contrasts between your language and a language you're learning or a language that you have learned, which could be German or English. Ja, aber was bedeutet Kontrast? Contrast is a very strong difference. There is contrast between black and white. You're wearing black and white today. Ja. Auf Deutsch sagt man Kontrast. Ja? So, starke Unterschiede. Diese Unterschiede können auch helfen, Sachen zu merken. Ja, man merkt Sachen nicht nur durch Ähnlichkeit, aber auch manchmal durch Unterschiede. Richtig, ja. Yeah. So my invitation to you is to just think of some things about your language that are different from German, very different from German, or very different from English, and tell me what these are. Okay, meine Mutter, soll ich auf Englisch oder auf Deutsch? You can mix it, English or German. Yeah, so my mother mother language, yes. Yeah, is Arabic. And it's nicht so ähnlich wie Deutsch oder Englisch. Ja, es ist ein bisschen so schwerer und ein bisschen anders, weil es ist nicht aus Europa. Es kommt nicht aus Europa, sondern aus Asien oder aus der Middle East.
Also es ist etwas was anders und es ist von ich glaube, die semitischen Sprachen heißt es. Ja, und es ist eine von den alten Sprachen. Ja, und es gibt natürlich viele Wörter, die man benutzt, zum Beispiel im Deutsch oder im Englisch, aber die sind eigentlich aus dem Arabischen gekommen, weil Sie wissen ja, seit vielleicht 1000 Jahren oder sowas, da gab's, da gab's viele Länder, arabischen Ländern, und die haben so viel Wissenschaft und solche Sachen, Sie wissen das, ja. Und davon kommt zum Beispiel viele Wörter auf Arabisch, wie Kaffee zum Beispiel, wie Sie das wissen. Und es gibt natürlich viele Unterschiede, wie zum Beispiel, wir haben kein Ist, zum Beispiel, sie ist aus Indien zum Beispiel. Nein, sie aus Indien. Ohne Ist. Yeah. Okay, das ist dann so eine Sein-Form, ne? Ja. So zum Beispiel, you could say, also for example, I would say in English, I'm a photographer or I'm a teacher. Ja. Und das wörtlich übersetzt in Arabisch ist dann ohne ist I teacher. I teacher einfach. Okay, I teacher. Yeah. Alright, cool. I teacher, yeah. I like that. Das ist so, das können Sie nicht finden im Englisch oder Deutsch oder irgendeine europäische Sprache. Das ist ein bisschen so schwer für die Leute. Wieso habt ihr kein Ist oder so? Aber für uns ist es das Gegenteil. Okay. Wieso habt ihr Ist und sowas, ja. Okay. Yeah, well, German and English have the same roots. And some people also say, I'm not a linguist, but some people refer to English as being Germanic. So, there are many similarities, in English we have am, and are, and so on, and same as in German, we have the same thing. So I find that very, very interesting. Is it difficult for you to use am? No, it's not? Eigentlich nicht, weil wir haben also in Syrien, als ich in Syrien klein war, wir haben Englisch gelernt, und das war so ein bisschen komisch am Anfang, aber danach, wir haben es verstanden. Es ist so im Englisch einfach. Okay. Ja. Okay. So the differences didn't stop you from learning the language? Nein. For the listeners, where are you from? Ich komme aus Syrien. Ja, ich bin 17 Jahre alt. Yes. Ich bin auch in Syrien geboren. Und ich bin seit 5 Jahren in Deutschland, 2017, und ich habe Deutsch gelernt und Englisch habe ich in Syrien gelernt und weiter auch in Deutschland gelernt. Ja, meine Muttersprache ist Arabisch, also ich kann vielleicht 3 Sprachen so. Yes. Aber natürlich, eine Sprache ist besser als die andere und so. Eine ist besser? Oder du meinst? Also, ich kann sie besser. Oh, okay. I understand what you mean, because I was wondering. Okay, all right. So that means 2017, 18, 19, 20, 21, 22. 5 Jahre. 5 years. Yeah. That means the language you're speaking now, you didn't learn German before you came to Germany. Gar kein Wort. Okay, that's good. Es war auch am Anfang so schwierig, weil ich habe Englisch gelernt, und immer wenn ich mit den Leuten sprechen will, zum Beispiel, ich rede einfach auf Englisch direkt. What do we have today? Ja, sie sagen zum Beispiel, wir haben Englisch oder wir haben Mathe. Meine Gedanken waren so programmiert, um Englisch zu sprechen. Ja, das war ein bisschen schwierig am Anfang, aber danach, wenn ich die deutsche Sprache gelernt habe, es wird einfach das Gegenteil. Es ist das Gegenteil geworden. Ich kann jetzt nicht mehr so viel Englisch wie vorher, sondern Deutsch. Jetzt ist kann ich sagen, Standard. Okay, das ist gut. Ja. Du, danke, dass du hier bist. Also ich sage jetzt du zu dir, du sagst sie zu mir, because I'm a teacher. It's a little strange to me, because I'm English, and this sie-du-Verhältnis is a little strange to me, but it's a tradition at the school, so we can just keep it that way. I'm going to tell you this though. Und wir haben auf jeden Fall auch kein sie auf Arabisch. Wie Englisch auch. No sie. Okay, that's also kein good. sie, also wir haben sie gelernt, wir haben sie sowas. Kein sie. Yeah. Einfach. What about asking questions? Wie meint? Wir haben eigentlich hell, das kommt am Anfang. Es ist wie du vielleicht.
oder sowas. Man kann nicht so wörtlich übersetzen, aber Give me an example. If I say, do you drink coffee? هل تشرب الماء? Es ist هل, du, vielleicht, تشرب ist trinkst. Sie haben Kaffee gesagt. Ich habe Wasser gesagt. Okay. Kaffee ist Qahwa. Es ist also Qahwa ist Kaffee einfach. Wir haben Tashrab ist wie trinkst ohne du. Ohne du zu sagen, weil wir haben ein Buchstabe am Anfang. Da. Ja ist er macht das. Okay. Sie zum Beispiel Tashrab, aber es gibt, wie kann ich das erklären? Es gibt so viele so komplizierte Sachen, die man nicht so richtig erklären kann. Ich bin ja so kein Lehrer oder sowas. Ja, aber ich kann vielleicht ein bisschen so. A little bit. I mean, you've told me already two things. You said there is no is or am, and the question form that you just spoke about there. No do, or auxiliary. It's called. Well, let's say that's fine. I just want to say though, thank you for sharing today. I don't know who else is gonna come, but I noticed from the beginning that you're very motivated, and I have I have confidence that you're gonna achieve what you came here to achieve. I wish you all the best. I'll definitely give you all the support you need. I hope you feel and continue to feel motivated with the courses you're doing, and keep your plan, your dreams. You look like a man with a plan, and I'm confident that you'll achieve it. But I'm still gonna ask you though, what do you wanna achieve with this school? MSR. That's just the first step. Yeah. Right. And do you have any other plans after that? Eigentlich nicht. Also es ist vielleicht Ausbildung oder entweder auch Fachabitur. Fachabitur. Ja, okay. Kann auch sein. Weil eigentlich es war wie eine Herausforderung, die im letzten Jahr. Ich konnte die MSA nicht nachholen. Ja, und der Bildungsbegleiter meinte zu mir, du kannst das nicht schaffen. Okay. Ja, der meinte, ja, ich habe es ein bisschen so rassistisch gefühlt. Ja. Er meinte es so, ja, also ich habe innerlich gesagt, okay, das ist eine Herausforderung. Nächstes Jahr komme ich zu Ihnen und sage ich zu Ihnen, dass ich die MSA geschafft habe und mit guten Noten. Ja, weil im letzten Jahr war nicht so gut, wie dieses Jahr. Ja, weil ich war nicht so, wie kann ich das erklären? Ich war immer noch neu, weil ich bin ein bisschen später gekommen, 2 Monate später gekommen. Ich war immer noch auf der Suche nach einer Schule oder sowas, weil ich war in Spandau am Anfang. Ich bin danach nach Neukölln gezogen, also ich habe meine Wohnung geändert. Ich musste einfach eine neue Schule finden und sowas, und es war ein bisschen schwierig. Und dann leider wegen dieser 2 Monaten, die konnten mir die MSA nicht geben, weil ich habe so viele Tests verpasst und solche Sachen, ja. Verstehe. Also das kann das Letzte sein heute. Also ich auch als, sag mal so, Nicht-Europäer, am Anfang war ich sehr sensibel, was das betrifft. Ne? Und das sieht man manchmal als erstes. Man hat dieses Gefühl am Anfang. Manchmal ist es ganz klar. Die sagen direkt, dass sie zum Beispiel Leute mit deiner Art von Pullis nicht mögen oder was immer. Ja? Oder egal was. Ne? Manchmal ist es direkt, aber manchmal auch, wir sind so sensibel und wir wollen uns so sehr davon schützen, dass es ist fast, als ob wir danach suchen. Ja? Und ich habe es auch durchgemacht. Ich hatte auch meine Phasen, wobei ich auch ganz viele Sachen als aber so rassistisch oder sowas gesehen. Und ich habe wirklich sehr darunter gelitten auch. Ne? Aber ja, immer wieder merkt man schon, es gibt schon ein paar Unterschiede. Natürlich, Leute sind überall gleich, aber irgendwie gibt es auch ein paar Unterschiede natürlich. Man kann einfach ignorieren, ja, kein Problem. Kann man ignorieren, und man kann auch damit klarkommen. Aber ich habe es so genommen, weil es motiviert mich eigentlich. Ja. Es ist besser für mich, an sowas zu denken. Ja. Jemand hat zu mir gesagt, dass du das nicht schaffen kannst. Okay, ich schaffe das trotzdem. Ja, gut. Also also bei mir auch. Also viele Leute sind der Meinung, dass ich eigentlich hier nicht sein darf. Ne? Also kann ich dir sagen.
Aber ja, ich habe auch einiges geschafft, ne? 20 Jahre schon in Deutschland, aber in Große genommen, ja, also ich meine, Leute machen sowas immer, ich meine, es ist immer gut, einen Weg zu finden, das von negativ in positiv irgendwie zu drehen. Und ja, wie gesagt, ist überall. Aber Ali, Dankeschön, dass du das so mitgemacht hast. Ich freue mich, ja, wirklich, dich kennengelernt zu haben und so, weil, also auch als Lehrer ist es ja immer gut, wenn ich eine gewisse Energie von den Studenten auch bekomme. Ich brauche das, you know? Und von dir kriege ich immer so, ich sehe schon, dass du engagiert bist, du passt auf, du bist ja auch Musiker, ich weiß, dass du auch manchmal abgelenkt bist, aber im Großen genommen bist du immer anwesend. Und das weiß ich zu schätzen. Ja? Ich wünsche dir alles Gute. Und da kann man, ich habe so ein Beispiel, ein Junge, so ein kleiner Neonazi, hat er geglaubt, dass er das ist, ne? Und wir haben nicht so den besten Kontakt gehabt, ne? Aber ich habe ihn irgendwie immer gesehen und mit ihm geredet und so und dann passierte das Interessante, ich habe dann auf anderen Schulen gearbeitet und ich war auf einer Messe von der Gewerkschaft aus, habe ich auf einer Kraftfahrzeugmesse gearbeitet. Und da kommt dieser junge Mann an und umarmt mich, freut sich und strahlt, also das ganze Gesicht hat gestrahlt. Mhm. Ich arbeite jetzt in der Autowerkstatt als Schlosser. Kannst du dir das vorstellen? So, ich habe immer an dich geglaubt. Hast du irgendwann mal daran gezweifelt? Nee. Das hat mir geholfen. Obwohl du immer das Gefühl gegeben hast, du magst mich nicht. So, siehst du, haben wir es doch geschafft. Na, und dieses, sein Stolz, seine Freude, da war jemand, der hat an ihn geglaubt. Obwohl der nicht da war, obwohl der Mensch ganz schön negativ gegen ihn war, weil das war ich. Ja. Aber ich habe immer an ihn geglaubt. Ich wusste das, der kriegt das hin. Na? Und wenn man das dann sieht, ich glaube, das ist auch, also wie gesagt, in meiner beruflichen Bahn als Lehrer habe ich das zur Lebensaufgabe gemacht und ich will ohne zu prahlen behaupten, es ist mir gut gelungen. Ja? Dass meine Schüler, die wussten, dass ich an die glaube. Ja, auch wenn sie manchmal, ich habe manchmal sagen können, aus dir wird nie was werden, du kriegst das nicht auf die Bahn. Aber da habe ich das gesagt, das hat er gehört. Und er hat das entgegengenommen. Ne? Ja. Ich würde nicht so stark sagen, aber ich würde vielleicht, kann mich schon vorstellen, sagen, so wirst du nie was werden. Naja, das war jetzt in der Situation, dass ich gesagt habe, kannst du vergessen, du wirst sowieso nichts. Ne? Nie was werden, das würde ich also überhaupt nicht sagen. Aber das Gefühl, dass ich mich äußere, dass ich da bin, dass ich sie sehe, ne? Ich glaube, das hat nicht allen, wahrscheinlich nicht, das glaube ich nicht. So perfekt bin ich auch nicht. Aber ich glaube, das hat vielen meiner Schüler geholfen. Ja, natürlich. Natürlich. Also es freut mich, dass ich ja auch, also sag mal so mit, ja, ich würde sagen, die sind Erwachsener, die sind ja keine Kinder mehr und ich kann auch mit denen direkt reden. Natürlich werde ich hier keinen Namen nennen oder so, aber auch mit denen direkt reden zu können und zu sagen, ja, also auch manchmal zu sagen, also tu nicht, was ich gemacht habe. Ich habe das hier und da scheiße gemacht, zum Beispiel. Ich gebe Beispiele und sage, tu das nicht. Ne? Aber kommuniziert irgendwie, dass ich an den glaube und auch auf auch so eine Art und Weise, dass irgendwie nicht verspielt ist, nicht irgendwie verlogen und nicht irgendwie von oben herab irgendwie so, sag mal so, also überbelehrhaft. Das mache ich nicht. Nee, ich habe die immer auf Augenhöhe getroffen. Ne? Überhaupt nicht, ne? Hey, du, komm rein. Ja. Fantastic, man. Please, have a seat. Dennis. Yeah. Yes, you know. Check. Dennis, Mr. Danger. Do you hear me? Yes, I do hear you, man. Loud and clear. Yeah. I appreciate it that you're here, Dennis. Appreciate it too. Yes, man. All right. Do you know what we're doing today? No, can you explain me that? Contrast between a language you know and a language you're learning. Yeah. Okay, so why are you laughing? You're reading my thing? No. Well, it doesn't matter. We're trying to find contrast between a language you know and a language you're learning. Okay. Yeah? Do you have any? A strong difference between
maybe a native language and a language you're learning. For example, I don't know, what's your native language? Turkish. A strong difference between that, Turkish, and English or German that you want to share? A word or something or what? Anything. I mean, it could be, for example, in Arabic, there is no Zain form. For example, you look at me and you say, or him, you say, him teacher, yeah, me teacher, yeah, this cup. Yeah, in Turkish, it don't give article. No articles. Yes. So that means there's no male or female Yeah. form as well. So there's no männlich und weiblich? Doch, es gibt's, aber man sagt nicht zum Beispiel das Tee und so, sondern es gibt immer nur ein Wort. So. Okay. Viele Deutsche, die ich kenne, so in Kurse oder Leute, die Deutsch kennen können, da gibt's immer so Schwierigkeiten mit dieses Ing-Form. Ne? Das ist auch so ein Unterschied. Ja, du magst mein Mikro? Of course. Ja klar höre ich das. Und wir nehmen das auf, wenn es gut ist, dann vielleicht können wir auch mal ein Show machen. Ne? Ja. Ja, okay. Also, ein anderer Unterschied. Zum Beispiel, in Arabisch, kannst du auch ein bisschen Arabisch? Ja, ein bisschen, ganz bisschen. Ja, zum Beispiel, ich sage, do you like coffee? Ja, da gibt's ja kein du. Ja. Ja, sowas. Das ist krass, ne? Ich weiß ja nicht alles perfekt, ne? Ja. Guck mal, du bist gut in Englisch, also ich merke schon, manchmal bist du ein bisschen gelangweilt von was unterrichtet wird, weil du weißt das schon. Ja. Für mich ist es auch eine Herausforderung, dich irgendwie immer interessiert an die Sachen zu halten, weil du einiges schon weißt, da kann ich ja zugeben. Aber ja, ich gebe mein Bestes und ich hoffe, dass du auch erreicht, was du erreichen möchtest hier in der Schule. Hoffe ich auch. Was willst du eigentlich? Ich möchte einen schönen Abschluss mit ihr machen. Echt, ja? Ja. MSA? Genau. 100%. 100%. Und danach, was willst du? Danach gucke ich mich ein bisschen um. Ja? Vielleicht Autohandel. Autohandeln. Also willst du dann so eine Ausbildung machen oder willst du mehr so studieren? vielleicht Automobilkaufmann oder vielleicht so was Eigenes starten so. Okay, so du willst ja selbstständig so Genau. ein bisschen machen. Okay, gut. Das ist gut. Wenn ich eine Wahl hatte, dann würde ich auch eine Ausbildung machen. Ja, aber ich musste studieren. Das war mein Weg. Ja. Ja. Weil es hat auch Spaß gemacht und was gebracht, aber ja, das war mein Weg. Ja. Okay, du, Dennis, ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Ich Ihnen auch. Danke für das Gespräch. Ja, kein Problem. Wir kriegen das schon hin. Und wenn es so weit ist, dann sage ich Bescheid, ne? Okay. Ja, Mann, schick mal jemand anders an. Also Leon, hier sind wir nochmal in dieser Messe, ja? Und du wolltest eigentlich nicht kommen heute, ne? Doch, wenn ich nicht das mir gewünscht hätte, dann hätte ich zu Hause geblieben. Okay. Ich hatte so ein Gefühl, dass du irgendwie keinen Bock hast heute Morgen. Doch, es war mir interessant, ja. Okay, gut. Und was hast du so heute gesehen? Naja, es gibt ganz viele Plätze, ganz viele... Ja, ganz viele... Weiter, mach mal. Wie kann man das nennen? Also, Stands, Stände, Messestände. Ja, also ganz viele Stände von ganz verschiedenen Bereichen, von sogar die Polizistin, von der Bundeswehr, von alles. Okay, also wir machen das alles also auch, um dich zu inspirieren. Ne? Und fühlst du dich heute inspiriert oder wie ist das denn? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon bei ein paar Ständen so ein bisschen was zugehört. Also ja, ist auf jeden Fall ganz interessant. Ja. Aber meine Richtung habe ich mir hier nicht gefunden. Was ist deine Richtung? Was willst du machen? Ja, also 3D-Modeling oder Motion Design oder alles was... Motion Design hast du gesagt? Naja, einfach alles was mit Video machen kann und auch 3D-Modellierung. Das interessiert mich voll. Okay. Ja. Aber du hast noch nicht alles angeschaut, oder? Fast alles. Also dann mach mal weiter, vielleicht siehst du doch was, ne? Ja. Und es gibt ja auch ganz viele Firmen, kann ich dir sagen, vielleicht kannst du auch Sachen anbieten, weil die wollen immer Medien, die wollen alle so aktiv im Sozialnetz sein und so weiter und so fort und die suchen immer junge, kreative Leute mit neuen Ideen und vielleicht kannst du, wenn die das hier nicht anbieten, du kommst rein und dann kannst du Sachen anbieten auch, weißt du?
Ja, also Frau Diraki meinte, Frau Kriegsheim kann mir helfen, ein gutes Praktikum bei meiner Richtung zu finden. Ja, Also ja, eine gut. Firma, also mit dieser Richtung, ich kann noch gar kein Praktikum machen, weil ich muss noch viel lernen, damit ich irgendwas machen kann, ja. Ja. Und also, aber vielleicht bei gleicher Firma ein Praktikum als irgendwas andere, irgendwelche andere Bereich so. Okay. Könnte schon sein und dann kann ich gleich in diese Firma Ausbildung vielleicht machen. Okay. Also Frau Kriegsheim. sollte das aber du scheinst sehr positiv zu sein, also deine Attitude sozusagen, deine Einstellung ist positiv. Du fühlst dich auch also unterstützt und so von der Schule Ja, und so, ne? ja, und auf jeden Fall. Motiviert bist du, nicht so gelangweilt. Nee, doch, für mich ist bis jetzt diese Schule das Beste. Was meinst du doch? Doch Ja. nicht meinst du? Doch nicht Nee, gelangweilt? Beste. Nee, nicht langweilig. Okay, Ich will sehr nicht gut. langweilig. Also Leon, danke schön, das ist mir viel wert und so weiter und ich wünsche dir viel Erfolg heute weiter. Ne? Okay. Okay, bitte sehr. Dankeschön. Vor ein paar Tagen habe ich mit ein Freund von mir, er ist Maschinenbauingenieur, er hat damit angefangen mit 40 Jahre alt, er hat es geschafft, auch die Schulleiterausbildung zu machen. Er ist auch Pädagoge, Sonderpädagoge, er war mal in der Armee und er hat auch der Dalai Lama kennengelernt. Und hat auch einen Hund. Und dieser Hund versteht sich mit meiner Katze und so weiter und so fort. Das muss man auch erstmal schaffen, den Dalai Lama zu erwähnen und danach zu sagen, er hat auch einen Hund, ja. Dieser Hund versteht sich mit meiner Katze sehr gut. So, das ist auch sehr wichtig, ne? Aber ich habe mit ihm darüber gesprochen, weil er ist auch Pädagoge, Sonderpädagoge und so weiter. Und ich denke manchmal darüber nach, also diese Frage von Liebe. Ja, und er hat gesagt, wir haben gesagt, okay, gut, da muss man das ganz klar definieren. Natürlich, wenn ich sage Liebe in dieser Konstellation von pädagogischer Arbeit, ist es natürlich dann nicht romantisch, aber dieses Wertschätzung. Und er hat gesagt, dass Liebe heißt, geliebt zu fühlen in dieser Konstellation heißt, gesehen zu werden. Ja, als Mensch wertgeschätzt, als Mensch gesehen zu werden und auch, also eine Person, ein Individuum mit die eigene Geschichte, Werte, Einstellungen und so weiter und so fort. Was hältst du davon? Ja, also du hattest ja schon, als wir gerade gesprochen hatten, erzählt, dass es eigentlich sehr gut zu dem Zitat passt, was ich geschickt hatte, und das war ja nicht abgesprochen. Ich denke, dass es so eine Grundvoraussetzung ist, also ich weiß noch, bei dem Bewerbungsgespräch hier hat damals der, wenn du so willst, Schulleiter zu mir gesagt, die Schüler hier merken innerhalb von 10 Sekunden, ob man es ernst mit ihnen meint. Ja, und also ich wusste da schon, dass er recht hat, aber es hat sich bestätigt. Unsere Teilnehmenden kapieren total, wer es gut mit ihnen meint und wer hier irgendwie seinen Film abzieht oder andere Motive hat. Es gibt ja ganz viele Motive, um zu unterrichten. Und ich denke, dass es auch eine Grundvoraussetzung ist, um überhaupt Spaß daran zu haben. Ja, also ich finde, eines der schönsten Dinge unserer Arbeit oder wenn ich allgemeiner werde, der Wissensvermittlung, der Arbeit an Menschen ist, wenn ich mich für sie interessiere und verstehe, dass ich auch immer was von einer Person lernen kann. Und das finde ich im Lehrberuf oder im Wissensvermittlungsberuf sehr, sehr wichtig, zu sagen, damit wir auch eine Augenhöhe haben. Grundsätzlich, ich komme hier hin und habe ein Fachwissen oder etwas, was ich euch heute beibringen muss. Und das ist aber nicht ein asymmetrisches Verhältnis, sondern grundsätzlich begegnen wir uns auf Augenhöhe und mich interessieren eure Antworten auch, eure Fragen auch. Speak of the devil. Yeah. How are you, man? I'm okay. Can I sit here? Yes, of course you can. Have a question. Did I need to bring all of the school inside? No, Or that's not necessary? it's not necessary. Habibi. Habibi. Okay, so What's it going about? Mohammed. Nee, doch. Mahmoud. I keep mixing you up. Mahmoud. Momo. Yeah.
Same to me. You're looking fantastic today, sir. Dressed really well. Like always. Like always, yeah. All right, tell you what's not gonna work. That kaugummi is not gonna work because I'm hearing it very loudly. You have to get rid of it, yeah. Foto. Da mache ich ein Foto von dir erstmal. Also erstmal, ich weiß nicht, ob wir Fotos benutzen dürfen, aber ich mag's einfach erstmal, ne? Today is European Day of Languages, and we want to do, some little projects to commemorate the day. We can do this in English or in German, it doesn't matter. And if it's good, we can make a podcast out of it, okay? Now, what we're doing in this room is actually focusing a bit on contrasts between a language you know well and a language you're learning. Okay, then it will be different between Arabic and let me see, English. Arabic and English. Can you think of some examples as a really strong contrasts? Yeah, you have sometimes the same in the languages, and in our language we have al. Al, it's like a two Buchstaben. 2 letters. It's 2 letters, A and L. When you put it into any name, it will be non. It's like the. Okay, that's the article. It's like the. Okay. We have so many different things because the languages. The first one, when it's old, Arabic, when it's new, English. Yes. Another Semitic language, no? Another thing we can say, one comes from inside Asia, one comes from inside Europe. Another different. One started with writing from the right to left. One started with the left to right. Another thing, the vocabulary is another. We have 28 vocabulary. Letters, you mean? Letters. I don't know what in English 26. Is, but 25, huh? 26. 26. Yeah. Okay. In our letters, we have 4 things called tanween. And this is, the 4th thing is harakat. Dhamma, kasra, fatha, sukun. You have 28 letters in Arabic. Yes. Let's start with the letters A. Yeah. Okay. A, every letters in Arabic will be named and named. Named, every letters have a name, Alif, Ba, Da. This is the name. Yes. And every letters have a sound, Yeah, and in Arabic, Alif is a name of the letters, but because he didn't have a really sound, he is A, but he have so many sound. Like, let me explain. Yes, go ahead. Okay, like when you start with the letters A, when you put it fatha, then it's A. Yeah. When you put it the dhamma, then it's O. When you put it the kasra, it's E. It's the same letter, but it's totally have 3 sounds. Okay. And that thing can work in every letters. Then you have so much sounds. Okay, that's really crass. So that means you have 3 times 28. It's not really like that because you have a sukun. Sukun is when you put the letters without things. It's like a letters B, ba, bu. But it's get B. It's sukun. So there's 4. It's not just 3. Not really 4. It's not working like that. Okay. That's only help you with reading. It's help you with reading because you have so many letters will write the same way. So many words will be written in the same way, but let me explain it. Like rajul. Rajul is 3 letters. R-G-L. Rajul with fatha of the R, it's done man. Rajul with kasra of the R, it's fus. Rajal
what do you mean when you get out from something? Once it started, when you change a little bit, then you have another name, another thing, another... All right, well, I think I understand that the language, we have to keep it kind of short. And thank you for that explanation. We have to go deeper into that, yes? And maybe we can talk about it again in another class, yeah? Come on. Maybe we can talk about... She make fun of me, you know that? Or Jenny? They're making fun of you? No, well, it's fine. Actually, Jenny is a good listener, but the both of them, they are... Did you do a video? Or not? No, we're not doing a video. Yeah. Take picture or video? You can take a picture of him. It's not a problem. Picture is okay, but video is not okay. Yeah. Also, all right. Well, thank you, sir, for that explanation. Right? I really appreciate it. And as I said, we're gonna put some of it together, and maybe we do a podcast and publish it for BGI. Jenny. Hi. Thank you very much for doing this. Yeah. I'm also nervous. I'm your teacher and you're a good student, right? I know you can speak English and I think you are very diligent and that means fleisig. And I know you have some exams coming up and you're working very hard and you've been speaking a little English and you're getting more and more confident every day. And you're getting lots of support at BGI, right? Is that correct? Okay. Well, today is European Day of Languages. Yeah? And we're doing a little bit of action, a little project. And we're asking people to tell us about strong differences between their native language and the language they're learning. Right? So contrast means difference. Contrast is black and white, like that Nike sign on your pulley. Yeah, strong contrast there. So we can do this in English and in German. So ich frage dich jetzt. Ja? Was sind vielleicht ein oder zwei krasse Unterschiede zwischen Deutsch, was du kennst, und Englisch, was du jetzt gerade lernst? Oh Gott. Ich denke, für Muttersprachler ist die deutsche Sprache natürlich einfacher. Beziehungsweise ist es schwieriger, eine neue Sprache zu lernen. Ich denke, der Unterschied ist, im Deutschen ist alles förmlicher gehalten. Also man spricht alles, also es wird irgendwie alles gegendert, ob es nun maskulin oder feminin ist. Und im englischen Bereich ist es halt irgendwie so das Neutrum, ne? Also es wird gleich gehalten, oder? Das ist auf jeden Fall ein Unterschied, definitiv. Und dann natürlich noch, es gibt natürlich Millionen Worte im Englischen, die natürlich im Deutschen nicht so sind, ne? Okay, ja, so die Wortschatz auf jeden Fall. Ich meine, ich finde, Deutsch hat eine gewisse Präzision, sage ich, ne, weil vom Wörter kann man zum Beispiel ein Wort vor, ich sage immer Zahnersatzzusatzversicherung, ne? Das ist ein Wort. Oder Streichholzschächtelchen, ne, ist ein bisschen lustig, aber wenn man das hört, dann weiß man ganz genau, was gemeint ist. Ja. Ne? Und das ist so zusammengequetscht, so ein bisschen auch die Wortstellung. Ja, Word Order ist ein bisschen anders manchmal. Ne? Das ist ja auch so ein krasser Unterschied. Okay, aber wie fühlst du dich jetzt beim Englisch lernen? Ja, ist es eher positiv oder wie ist es bei dir? Also prinzipiell liebe ich Englisch und ich würde es auch wirklich gerne richtig sprechen können, nur leider tue ich mich ein bisschen schwer damit. Es ist ganz logisch, klar, man fühlt sich sicherer, wenn man die Sprache beherrscht oder wenn man merkt, man hat Erfolgserlebnisse und kommt weiter. Dann steigert das natürlich alles, ne? Und durch diesen Erfolg, den man dann für sich selber hat, flutscht es automatisch, dass man dann natürlich auch mehr Englisch spricht. Ich bin leider sehr, sehr zurückhaltend, weil ich denke, ich mache viele Fehler und deswegen unterdrücke ich das, anstatt ich das fortführe. Okay. Und was ich dir sagen kann, ja, ist, dass manchmal geht es nur um Gefühle. Du hast schon einiges drin schon. Die ganze Vokabel, die du gelernt hast, die bleiben auch drin. Und erst wenn du so ein Sicherheitsgefühl hast, ein Confidence hast, dann kommt das alles ganz, das fließt einfach, ne?
deswegen ein Teil meines Arbeits hier ist einfach, dass dir zu helfen, dieses Sicherheitsgefühl zu haben. Ja. Und dann wird alles einfach passieren. Natürlich musst du dann so die Übungen durchmachen, Sachen auch auswendig lernen und so weiter. Aber das größte Herausforderung ist erstmal selbst daran zu glauben, dass du es schon drin hast und dass du es kannst. Ja. Es ist Gefühle. Ja, an sich selbst glauben. Ja, genau. Alright, also ich bedanke mich erstmal, dass du hier warst und dann, ich weiß, das ist nicht einfach, das jetzt zu machen und so weiter, aber danke nochmal und es freut mich auch, sag mal so, eine von deinen Lernbegleitern sein zu dürfen. Auf jeden Fall, Dankeschön. Schönen Tag noch. Danke. Tschüss. Alright, bye bye. Der Begriff Liebe, das ist so ein weiter Begriff. Und der ist wichtig. Ich glaube, der ist ganz wichtig. Ich meine, guck mal, wie viele Leute gibt es, die keine Liebe empfangen haben, die verzweifeln? Weil die werden ja auch nicht gesehen dann. Da bin ich von überzeugt. Ein Mensch, der nicht geliebt ist, den gibt's nicht. Ne? Ich meine, wann stirbt ein Mensch? Ein Mensch stirbt ja nicht, weil er aufhört zu leben. Meine Überzeugung ist, in dem Augenblick, wo du nicht mehr von ihm sprichst, da stirbt der Mensch. Ja, die werden nicht gesehen. Ne? Ja. Das kannst du doch auch sehen, warum wollen denn, man kann das sehen im Inka-Reich, bei den Mayas. Was hat man gemacht? Man hat Köpfe kaputtgeschlagen von Statuen und sowas, ne? Oder in dem Pharaonenreich, da gibt's einen Pharao, wo keiner wusste, dass es den gibt, weil den hat man wirklich ausradiert. Der war nicht da, ne? Und wenn du nicht mehr von ihm sprichst, ist er nicht mehr da. Ja. Ja? Und ich glaube, dass mittlerweile, das gibt ja zwei Sachen. Es gibt Liebe und Angst. Ne? Oh ja. Und alles kann man entweder, also ist auf Englisch gesagt, from a place of love or a place of fear. Mhm. Ja, sind wieder, so alle Emotionen sozusagen kann man reduzieren auf entweder Liebe oder Angst. Mhm. Dieses Angst, auch wenn ich sage, ich irgendwas hasse, ich habe Angst, dass diese Sache mein Leben beeinflussen kann oder Angst, irgendwas zu verlieren, wie der Status oder mein Ansehen oder sogar Angst, Liebe zu verlieren. Das ist dann vielleicht Eifersucht und Neid und so, ne? Aber wie du auch gesagt hast gerade, nicht gesehen zu werden. Das ist so wichtig. Ne? Ich würde sogar deine Worte ein bisschen noch umdrehen. Ich würde sagen, Angst und Liebe, die hängen ja zusammen irgendwie, ne? Mhm. Und ich würde sagen, der Begriff, ich habe Angst zu lieben, weil ich etwas verlieren kann, was mir lieb wird. Dass man da Angst vor der Liebe, weil ich dann irgendwo innerlich wieder zerstört werde, ne? Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt. Ne? Dieses nicht gesehen werden, das kenne ich ja beruflich. Mhm. Wie oft erlebt man das, oder ich habe es erlebt als Lehrer, wenn du Elternsprechtag hast, du sprichst über die Schüler, aber nicht mit den Schülern. Wie meinst du das? Ja, also wenn die Eltern da sind, der Schüler sitzt neben dir, du sprichst mit den Eltern, dein Junge macht das, dein Mädchen macht das oder macht nicht das, obwohl die dabei sitzen. Ne? Also spricht man über die Kinder, nicht mit den Kindern. Ich habe das oft abgewandt. Ich habe oft die Eltern als Zuschauer gesehen. Ich habe mit den Kindern gesprochen, ne? Was die Eltern oft verärgert hat. Aber ich habe dann gesagt, wir sprechen doch um die Problematik des Kindes, nicht um deine Probleme. Sondern wir sprechen ja darum, was das Kind in der Schule macht und nicht macht. Und das Kind sitzt hier, also muss ich mit dem Kind sprechen, nicht mit dir. Ne? Du bist nur ein Teil der ganzen Sache. Wir informieren dich über das, was wir tun und nicht tun. Und das ist ja das Gesehenwerden. Ne? Ich habe immer alle Schüler gesehen, immer. Und das sehe ich ja heute. Ich habe heute noch Kontakt mit Schülern, die ich vor 20 Jahren hatte. Die schreiben mir, wenn sie Kinder kriegen. Die schreiben mir, wenn irgendwas ist. Ne? Die gratulieren mir zum Geburtstag. Und das ist ja eben das Sehen und gesehen werden. Ne? Ich verstehe, was du meinst. Und das ist eine der wichtigsten Sachen des Lebens, glaube ich, dass du gesehen wirst. Denn die Leute, die nicht gesehen werden,
Bei mir zu Hause in Schweden. Schweden ist das Land mit den meisten einsamen Menschen, die keine Familie haben. Ne, die alleine leben. Die werden nicht gesehen. Die sind nicht da. Die existieren nur. So meinst du das? Ja. Die sieht ja auch keiner, weil die beschweren sich nicht. Es ist keiner, der sich um sie kümmert, mehr als jetzt die allgemeine Krankenpflege, Altenpflege, was auch immer. Da kommt keiner zum Besuch, da kommt keiner zum Geburtstag, die sitzen alleine da. Die sind nicht da. Die gibt's nicht. Ne? Und das zeigt ja auch, das hat jetzt nur mit einem Land nichts zu tun, aber wie viele Leute brauchen ihre Arbeit, weil sie da gesehen werden, da präsentieren sie irgendetwas. Dann gehen sie in Rente und sind am nächsten Tag tot, weil in dem Augenblick, wo sie Rente bekommen, ist keiner mehr da. Und die Leute selber auch nicht mehr. Ich habe nur eine kurze Frage. Bringen Sie auch Herr Putin hier für die Interview, oder? Nein, nicht so lang, ne? Interview. Okay, alright, Leute. Also, wisst ihr, was wir machen? Nein, ich weiß gar nicht. Können Sie kurz erklären? Also, heute, Leute, ist European Day of Languages. And what we're doing today is just inviting the participants to take part in little projects we're having today, to kind of add a little fun to the language learning experience. I don't know if you've tried out our, Sprach Casino. I don't know if you've seen the presentation on the diversity of languages in Europe and also the influence of all these languages on the German language. What we're doing here now, in German or in English? German. Both of you, and anyone you want to use. I'm inviting you to tell me about not similarities between German and a language you know, but differences, really strong differences. That's why this section is called language contrasts, right? So Zahra and Mohammed, Eminem I call you all the time, Mohammed Mohammedi. Yeah, very nice to have you here. Both of you have to use the same mic. So when you're talking, just lean in to the mic. Yeah, just come like close to it like this, right? Not so close, but so that you're right in front. And I'm going to ask Mohammed first. Yeah? Okay. What are the strongest differences you can think of between German and a language you know? Tell me what your language is. My language. I speak Dari and Persian, but in Iran speaking Persian, but in Afghanistan Dari. Okay, and you are from? I'm from Afghanistan. Okay. Now, just to be clear, the listeners are wondering where you're from. But Persian and Dari is same. All right, fine. And Sahra, where are you from? Englisch sagen? Oder ist egal? Egal, Englisch oder Deutsch? Okay, meine Sprache ist Dari und ich rede auch Pashto. Wir haben eine andere Sprache. Ja. Yeah, and you have to tell the listeners where you're from. Ich komme aus Afghanistan. Okay, aber fantastic. Ich bin in Iran geboren. Yeah. Both of you. All right, fine. There are a lot of people waiting today. Everybody, I heard that there are a lot of people. So we're going to keep this really short. Tell me strong differences between German and your language. Kann ich das auf Deutsch sagen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Langer Satz muss ich sagen. Bei Schreiben ist unterschiedlich, aber bei Dari und Persisch ist nur Dialog, sonst die sind das Gleiche. Und manche Wörter ist anderes. Und bei German und Dari und Persisch schriftlich ist unterschiedlich, auch Reden ist unterschiedlich und gibt es viele Unterschiede, wie Erde und Himmel. So. Okay. Was ist mit zum Beispiel grammatisch, so Zeitformen? Oder? Zum Beispiel in Persisch, du kannst 15 Wörter hintereinander benutzen. Das ist richtige, ich meine 15
Verben hintereinander benutzen und trotzdem ist das richtige Satz. 15 Verben hintereinander. Genau. Okay. Zum Beispiel kann ich jetzt vier Verben hintereinander benutzen. Zum Beispiel? Zum Beispiel رفتم دیدم خوابیده. Ja, das war 3. Ja. Aber trotzdem das Richtige. Okay. 3 Verben hintereinander, trotzdem richtig. Und warum macht man das? Ist einfach halt so. Grammatisch ist auch richtig. Umgangssprache ist auch richtig. Und heißt das dann, dass du 4 verschiedene Sachen magst? Oder du, ja, genau. Oder du benutzt Verben, um zu beschreiben, ja, das habe ich gesagt, ich bin gegangen. Ja. Habe ich gesehen. Aha. Er ist geschlafen. Ah, okay. Aber kurz hintereinander ja. und trotzdem ist der richtige Satz. Okay, das ist gut. Dankeschön. Und Sahara, hast du irgendeinen Unterschied? Ja, also zum Beispiel bei Schreiben. Wir schreiben von rechts nach links und Deutsch, also wir schreiben von links nach rechts. Okay, es danke schön. Es ist groß unterschiedlich, ja. Danke. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Ne? Und ich hoffe, dass das wirklich, eine Show wird. Ne? Wenn es so ist, dann kannst du auch schicken an deine Freundin und sowas, okay? Sehr gut. Dankeschön. Alright. Now, Ahmed. Yes. What is your language, by the way? Arabic. And where are you from? I'm from Syria. You're from Syria. Fantastic. Okay, go ahead. It's completely different because the German, it's fully with die, der, das. And the Arabic has not something like this because there is something manly and something female. Man and female. Nothing changed. But in German, you have to decide what it is and how it is. This way, it's really different and difficult to learn. Yes. I understand. I had the same thing. I definitely understand. I know you're a little bit nervous because, it's a big mic. I have a big mic as well. But you don't have to be nervous, No. And it's okay if you are. Yeah, it's okay. I'm also nervous. Every time I start an interview, I feel a little bit funny, and sometimes I get goosebumps or Gänsehaut. And what that means is that I take it seriously. Yeah, if I didn't take it seriously, then I wouldn't be nervous, and that helps you to perform sometimes if you can manage it. So it's okay. I understand what you went through because I also had to learn German, and as your English teacher, in English, there's nothing like that either. Yeah. In English, it's must like Arabic. There has not too many like German. It's not that difficult how German is. I had so many issues with German, English. Most people has, not just me. And it's really difficult. I know. But, you seem to be surviving it. But, speaking of English, there are some differences, no? Because I learned just this morning that I could say, do you like coffee? Do you like tea in English? But in Arabic, there is no do. Or is there? There is actually, but not the same way. Yeah? Yeah, it's coming like not about the person. It's about the thing. Ah, that's another way of interpreting it. Its name is hal. It is, or what it is. So could you translate that? If I ask you in German, or ask you in English, do you want a cup of tea? A cup of tea, or could be something else. Could be I don't know. Coffee. Do you want coffee? Right? Yeah. What do you mean when you say it's about the thing and not the person? I mean, if you ask a person that is changing the question himself, but
if you ask about the thing or the tea or the coffee, it's completely changing with the asking. Like, they has something together, but when it comes to the person himself, then it's different. Okay. But okay. when I ask you to the coffee, I ask you about yourself and about the coffee. Then it's coming for the coffee more than personality. Ah, okay. So it's like, is this coffee for you? Yeah. That's taking about more than coffee about you. Yes, I understand. I mean, maybe it's unfair for me to ask you for a literal translation. I can. But that is, I don't know. So how would you literally translate? Because I think then, if it's more about the coffee, as I said, I would say, is this coffee for you? We should talk about that some more, because I find it very interesting. It's is the hell of Arabic. It means the hell. Is it? Is it? Yeah. Is it? It's for you or for another people. Hell. Genau. Is it for you? Is coffee for you? Oh, ist es richtig dann? Okay. Also, it's nothing changed. Yeah. Nothing thing. But if you translate of the German, then it's completely another way. Different. Okay. But of the Arabic and the English has a little bit of something together, not same of German. The German is completely different things. Okay. But it's easy to learn English more than to learn German, because I learned in my land to speak. I speak like that form. This that form is my head like Arabic way, but in the German there is difference. There's so big differences. So I had to learn this thing, but in the English they has the same thing. So I can learn the words and I can combine them together, and it's easy. But in German it's not like. Okay. All right. Well, thank you for that. I know it's not easy to explain everything. Ahmad. Yes. No, tell me again. I have the biggest problems with your name. My name. Ahmad. The Arabs speak my name Ahmad. Ahmad, aber das sage ich doch. Ahmad. Ahmad, da Ha. Ja, aber ich sage immer Ch, weil ich bin hier so lange. Ahmad. But in German, they speak the Ha, the H, with the Ha. Yeah. But if you say Ahmad, then they say Ahmad. Ja, genau. But it's no T, no C. Yeah. Why? I don't know. It's just how it is, the training. But I can do it as Ahmad. Yeah. Not so difficult, but you have to use it. Yes, I will use it, sir. And all I wanted to say again is thank you very much for sharing. We need more time for this. Yeah. So, looking forward to working with you some more, sir, as your teacher, Lernbegleiter, Dozent, whatever. And I do wish you all the best. Thanks. All right. Yeah, man. So. Und was wir jetzt zum Beispiel gerade hatten, das hat sich aus einem dynamischen Ergebnis, also aus einem dynamischen Unterrichtsverlauf ergeben, dass wir über Gründe für Migration gesprochen haben. Und dann ist es einerseits so, dass ich Ihnen so erklärt habe, okay, das ist jetzt Prüfungswissen, Push- und Pull-Faktoren für Migration. Und das würden Sie nie mit diesen Begriffen aufdröseln können. Und gleichzeitig war es so, dass sie aber in so dieses Klassenzimmer, jeder von denen eine eigene Geschichte hatte mit Migration. Und ich dann aber auch wieder so gemerkt habe, okay, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein. Wenn ich jetzt mich hier hinstelle und sage, das ist Migration und so funktioniert das, dann wird es super merkwürdig, weil eigentlich bin ich jetzt die Person, die das Fachwissen aufschreiben kann, aber sie sind die das mit Geschichte und mit Leben und Emotionen füllen, weil es ihnen ganz viel auslöst.
So. Ganz genau. Ich finde es wirklich erstaunlich, wie du das alles ausbilanzierst, ne? Wie gesagt, weil auch diese Mischung aus, also Grenzen stellen, klarstellen, aber trotzdem diese Nähe, das auch ich als Mitarbeiter spüre und diese Unterstützung und Vertrauen. Ja, also ich kann dazu stimmen, wenn ich authentisch bin, wenn ich nicht so, sag mal, überbelehrhaft bin oder wenn ich die als Mensch sehe, als Mensch betrachte, dann erreiche ich auch viel. Ja, das sieht man auch in die Augen und ja, das kann ich ja auch nochmal auch bestätigen. Ja, also dieses gesehen zu werden, also ich habe auch gefragt, also gesehen zu werden, wie managst du das oder, I don't know, auf Englisch, wie sagt man das? Oder you resolve it, ja, also wenn Liebe heißt, gesehen zu werden in dieser Konstellation, wie bringt man das in die Arbeitswelt? Und ich glaube, ein Teil deiner Antwort oder deine Antwort ist, auch diese gewisse Authentizität mitzubringen. Ist das so richtig, wie ich das verstanden habe? Habe ich das verstanden oder war es einfach zu viel? Ich muss aber kurz nachdenken. Und kann ich einen Schluck trinken? Ich weiß natürlich. nicht, ob das stört bei der Audioaufnahme. Oh mein Gott, es ist so reich, also es ist reichhaltig, was wir jetzt diskutieren. So viele Ideen kommen auf einmal. Also ich glaube schon, dass authentisch sein oder irgendwie, ja, vielleicht kann man sagen, nahbar sein, dass das sehr, sehr wichtig ist. Weil gut. Ab dem Moment, dass ich mir, und so war das am Anfang, also dass der Klassenraum war für mich ein ganz neues Arbeitsfeld vor jetzt fast 2 Jahren. Da hatte ich mir ziemlich so eine Rolle überlegt, okay, so will ich das machen und so will ich sein. Das hat nicht so gut geklappt, ne, weil ich habe gedacht, okay, ich bin ganz locker. Ich bin aber eigentlich eine sehr, sehr strenge Person im Klassenzimmer. Das ist die Frage. Also wie kann es sein, dass du netter bist als ich, aber trotzdem mehr, also sobald ich Kriegsheim sage in die Klasse, dann sitzen alle gerade. Das verstehe ich nicht. Wie kann das denn sein, ja? Ehrlich? Oh, wie schön. Nee, aber ich meine nicht schlecht. Ich meine nicht aus Angst oder so, ja? Und genau das würde ich auch gern mal erreichen. Ja, ich habe das noch nicht. Ja, jetzt fühle ich mich aber unwohl. Soll ja kein Lobhudelei-Podcast sein, aber ne? Ist so, aber okay, gut. Ja, aber danke nochmal, also das war richtig nett. Also am Anfang war das überhaupt nicht so, da habe ich mir so überlegt, okay, ich bin ganz locker und dann habe ich gemerkt, okay, die tanzen mir auf der Nase rum und dann habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt ganz konsequent und ganz streng und das ist noch mehr nach hinten losgegangen, weil ich dann zum Beispiel ganz viele Sachen verboten habe oder gesagt habe und keine Ahnung, blöde Beispiele, aber die haben mich, also es ist lustig, dass wir darüber sprechen, weil es würde heute gar nicht mehr vorkommen, ja. Also eine Schülerin, die im Unterricht eine Voice-Nachricht abgehört hat und dann habe ich sie angeguckt und sie hat die Hand gehoben, dass ich leise sein soll, weil sie das sonst nicht hört. Ja? Du leise das sein muss, solltest. ja, ich soll leise sein. Und ich war da fassungslos und bin, also, das kann jetzt gerade nicht dein Ernst sein und so und hab sie dann auch, glaube ich, rausgeschickt, aber also ich hatte überhaupt kein, wie soll ich sagen, kein Standing, die mochten mich, ja, wir sind mir richtig auf der Nase rumgetanzt. Und mit der Zeit hat sich das ergeben, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas einführe, ich bin ganz streng und wenn man zu spät kommt, muss man sich entschuldigen und ich beharre auf Regeln, dass ich ganz, ganz, ganz schnell unglaubwürdig werde, weil ich mir Sachen ausgedacht habe, die mich stören oder die ich durchsetzen möchte, die nicht realistisch sind. Ja? Und das ist, wie ich arbeite, dass ich ganz locker bin und auch viel Verständnis habe. Und wenn ich dann aber sage, Leute, jetzt ist es jetzt euer Ernst, dann wissen die auch, okay, wenn die jetzt schon streng und ernst wird, dann meint ihr das auch ernst. Und in Kurzversion würde ich sagen, ich habe aufgehört, Sachen einzufordern, bei denen ich nicht dabei bleiben kann. So, das heißt, wenn du dein eigenes Regelwerk für dich erstmal sortiert hast, und das hat, glaube ich, so ein Jahr gedauert. Ich habe es auch anderen Kolleginnen gesagt, als ich eingearbeitet habe. Man muss in seine Rolle finden und das gibt es auch kein richtig und kein falsch. Manche Lehrer sind super locker, manche sind sehr streng und werden aber trotzdem nicht so ernst genommen. Und für mich ist es so,
Ich finde auch manchmal, wenn die frech sind oder wenn die morgens reinkommen und mir eine Ghetto-Faust geben oder so, ne, ich finde das auch oft erfrischend. Und dann gibt's aber Sachen, also Grundwerte, wie wirklich Schüler sollen nett untereinander zu sich sein, die sollen nett zu den Kollegen sein, zu den Lehrenden, das ist mir super wichtig. Und da bin ich nicht einmal von abgewichen. Und ich glaube, das kapieren die schnell. Ne, dass wenn ich sage, das geht echt nicht, dann ist das nicht, dass ich mir überlegt habe, das geht nicht, weil ich bin hier die Lehrerin oder die Unterrichtende, sondern da stehe ich total hinter. Mhm. Und ich glaube, das kapieren sie ziemlich schnell, ist meine Hoffnung. Ja. Okay, ich glaube, ich verstehe das. Es freut mich, dass ich das auch so, sagt man, so betrachten kann und auch davon lernen, weil, wie gesagt, ne, also, ja, ich finde es gut. Und, also in Englisch würde ich sagen, I want to be like you when I grow up. Ich habe gesagt, es reicht jetzt, dann wird mir das unangenehm. Dann denkt so, ich habe nur zugestimmt, weil die ganze Zeit nur gesagt wird, wie toll ich bin. Oh mein Gott, ja. Es gibt auch ein paar Sachen, die ich nicht gut kann in der pädagogischen Arbeit, das muss man auch sagen. Okay, ja. Also bei mir auch. Also streng kann ich nicht so gut tun. Ja, und ich habe zum Beispiel versucht, nicht zu sein, aber du kennst mich, ich bin bei manchen Sachen echt streng, so, ja. Ne? Und dann zu sagen, okay, das ist so und das verstehen sie irgendwie. Also wichtig finde ich, um noch mal eins zu sagen zum Unterricht, wichtig finde ich immer, dass die Schülerinnen und Schüler die Regeln kennen. Und die können unterschiedlich sein bei Lehrkräften, aber es darf nicht willkürlich sein. Ja? Aha. Mhm. Und wenn sie irgendwie verstehen, okay, bei der Lehrkraft kann ich das bringen oder bei der funktioniert das Ganze hier nach den und den Regeln, das verstehen sie ziemlich schnell, das verstehen wir auch, das kennen wir aus der Uni, das kennen wir aus der Schule, schwierig ist und dann wird es ein angsterfülltes Klassenzimmer, wenn die Regeln unterschiedlich sind, weil der Lehrer nicht kalkulierbar ist, weil er schlechte Laune hat, dann ist er an einem Tag voll entspannt und am anderen rastet er aus und sagt, jetzt Stifte raus, Test und so. Und das darf nicht passieren. Aber dass man grundsätzlich unterschiedlich ist, aber kalkulierbar. Ne? Fair, würde man sagen. Fair. Okay. Also. Eine Frage habe ich noch an dich, aber ich habe dich jetzt unterbrochen, ne? Ja, ich muss meinen Weg nochmal finden hier. With a small win is always a good way to begin. Feel free to check out the show notes for this episode at www.englishcoachpodcast.com. Like it if you like it, and if you don't, lie to me. Just kidding, but still, give meaning to the things you think about the show by using the feedback link to tell me personally what you think. This will help it to help you as it's intended to do. Thanks for listening. Looking forward to hearing from you, and bye for now.